Hey, wollt ihr wissen, wie man mit Panda Power den Einfluss von verschiedenen Prosumern, Flexibilitäten, hier auch Multienergiesysteme, also MES genannt, auf die Stromverteilnetze analysiert? In diesem Paper lernt ihr, wie man in 4 Schritten zu einer wissenschaftlich fundierten Bewertung kommt. Dabei geht es in Schritt 1 um die Ableitung von individuellen Strom- und Wärmeverbrauchsprofilen. Aus denen werden in Schritt 2 Netzzeitreihen, die dann wiederum in Schritt 3 in einer Panda Power Netzsimulation eingebaut werden. Die Ergebnisse aus Spannung und Kabelauslastung werden zuletzt in Schritt 4 genutzt, um den Einfluss auf das Netz zu bestimmen, indem 2 Netze mit und ohne Mess verglichen werden. Klingt kompliziert? Nein. Ladet euch einfach das Paper herunter und hört euch die Zusammenfassung hier im Video an. Bleiben dann noch Fragen offen? Schreibt sie einfach in die Kommentare. So, fangen wir nochmal in Ruhe von vorne an. In diesem Format, 5 Minutes Paper, stelle ich euch wissenschaftliche Veröffentlichungen in möglichst 5 Minuten vor. Das Paper von diesem Video trägt den Titel Impact of Multi-Energy Systems and Different Control Strategies on a Generic Low-Voltage Distribution Grid. Veröffentlicht wurde das ganze Ding in Electronics. So, und nun zum Inhalt. Kommen wir nun als erstes zur Forschungsfrage des Papers. Um diese zu verstehen, müssen wir wissen, was ein Multienergiesystem ist, kurz MES. Dieses besteht aus verschiedensten Energiekomponenten, zum Beispiel einer PV-Anlage, einer Batterie, einer Kraft-Wärme-Kopplungsanlage, einer thermischen Energiespeichers, eines Gasboilers. Ein Multienergiesystem betrachtet diese Komponenten nun nicht einzeln, sondern gemeinsam, als ein System mit einer Regelung, die einem gemeinsamen Ziel, zum Beispiel das einer sicheren Energieversorgung eines Hauses folgt. In Zukunft wird es nun ganz viele von diesen MES geben. Das können die gleichen Systeme sein oder sie haben andere Systeme drin, zum Beispiel eine Wärmepumpe oder ein elektrisches Heizgerät. Dann wird es welche geben, bei denen fehlen vielleicht einige Komponenten. Oder es kommen noch ganz andere hinzu. Ihr seht also, es ist eine ganze Vielzahl von verschiedenen MES, die wir in Zukunft in unserem Stromsystem erwarten. Diese Multienergiesysteme sind nun Teil unserer Haushalte. Und die sind natürlich im deutschen Stromverteilnetz angeschlossen. Es kommen also neben den ganz normalen Haushalten, die ihr hier in Blau seht, die nur einzelne Energieversorgungssysteme haben mit den altbekannten Regelungen, nun auch immer mehr MES mit ihren ganz eigenen Regelungskonzepten hinzu. Die Frage lautet nun also, welchen Einfluss haben die neuen Systeme auf das Verteilnetz? Und welche Parameter führen zu den größten Veränderungen verglichen mit einem Stromnetz ohne MES? Um diese Frage zu beantworten, habe ich die Analyse in 4 Schritte aufgeteilt. Hier seht ihr die 4 Schritte mit den dazugehörigen Tools, Eingangsdaten bzw. Annahmen. Wichtig ist dabei zu beachten, dass die Ergebnisse aus Schritt 1, die Lastprofile, sind, Input für Schritt 2 sind. Dort werden dann die Netzprofile berechnet, die dann in Schritt 3 einfließen. Hier entstehen die Berechnungen für Spannung und Kabelauslastung, die dann Eingang in Schritt 4 haben, um dort nochmal analysiert werden. Das Ganze ist also eine Kette aus verschiedenen Software-Tools, eine sogenannte Toolchain. Kommen wir nun zu Schritt 1. Hier berechnet das Tool Held, das hoffentlich bald unter dem Namen Panda Prosumer Open Source gestellt wird, Klammer auf, ich werde euch natürlich davon berichten, wenn es soweit ist, Klammer zu, die Haushaltslastprofile. Hier gehen Haustypen, Haushaltstypen und Wetterdaten ein. Das Ganze ist so individuell, dass es für jedes Haus ein anderes Profil erzeugt. Rechts sehen wir nun in Blau, wenn ihr ganz genau hinguckt, ganz klein da unten, den Strombedarf. In Orange
sehen wir den Trinkwarmwasserbedarf des Haushalts und in grün den Raumwärmebedarf. Zusammen mit den gemessenen PV-Profilen aus Kassel haben wir so die Erzeugung und den Verbrauch der Prosumer erledigt. In Schritt 2 gehen nun die Last- und Einspeiseprofile aus Schritt 1 ein. Dort werden dann Netzprofile von Multienergiesystemen erzeugt. Dazu dient ein Optimierungsmodell, OptFlex, das ich in meiner Doktorarbeit entwickelt habe. Hier findet ihr in weiteren Publikationen von mir noch mehr Details dazu. Der Optimierer ist ein Mixed Integer Linear Programming Algorithmus und optimiert die Regelung der einzelnen Mess, je nach ihren Energiesystemen und Optimierungszielen. Diese können minimale Betriebskosten sein oder CO2-Emissionen oder auch maximale Eigenversorgung. Hier seht ihr ein paar Beispielergebnisse für die Netzzeitreihen. Und zwar wieder für verschiedene Multienergiesysteme. Oben ein PV-Batteriesystem, in der Mitte ein PV-Wärmepumpensystem und unten ein PV-KWK-System. Man sieht gut die Unterschiede zwischen den einzelnen Messtypen. Zum Beispiel hier in der Mitte haben wir ganz viele Wärmepumpenhaushalte. Die haben den Stromverbrauch recht groß, hier in Grau und Schwarz, mit Werten kleiner Null. Und die Haushalte mit der Wärmekopplungsanlage drin, die erzeugen sehr viel Strom. Das ist hier in Rot und Orange dargestellt, für Werte größer Null. Die Werte sind nur größer und kleiner Null, weil wir definieren, dass die Einspeisung immer positive Werte hat und der Bezug aus dem Netz wird einfach in negativen Werten dargestellt. Die Netzzeitreihen werden nun aus Step 2 hier in Step 3 in ein Verteilnetz eingebaut, damit wir eine Jahressimulation durchführen können. Das Netz, das wir benutzen, sieht so aus. Es hat insgesamt 6 Feeder. Feeder 1 bis 3 bekommt nun ganz normale Haushaltsprofile, während die Feeder 4, 5 und 6 Multienergiesysteme bekommen. Wobei der Feeder 4 kriegt 12 PV-Batteriesysteme, Feeder 5 kriegt 7 PV-Wärmepumpenprofile und der Feeder 6 bekommt 4 PV-KWK-Profile. Nun wird eine Lastflussberechnung mit Pannapower durchgeführt. Die Ergebnisse aus der Lastflusssimulation sind hier für 10 Beispieltage dargestellt. Und zwar seht ihr die Spannungen im Verteilnetz an den Knoten und den Kanten. Und zwar für den Feeder 4, 5 und 6. Das heißt, links sind die Ergebnisse ohne Mess und rechts sind die Ergebnisse mit Mess. Nochmal, oben sehen wir einen Feeder, in dem 12 PV-Batteriesysteme angeschlossen sind. In der Mitte ist ein Feeder mit den 7 PV-Wärmepumpenanlagen und unten ist ein Feeder mit 4 PV-KWK-Anlagen. Auf den ersten Blick sehen wir zum Beispiel hier im mittleren Panel ganz viel Blau. Das bedeutet, dass hier die Wärmepumpen einen ganz hohen Stromverbrauch haben, die zu Spannungen kleiner 1 führen. Im Gegensatz dazu sieht man bei den Ergebnissen hier rechts unten im Panel auch blau, aber eher mit Spitzen nach oben. Das sind die PV-Anlagen und die Einspeisung der KWK-Anlagen. Die führen zu größeren Spannungen, größer 1. Es gibt also deutliche Unterschiede der einzelnen Messtypen auf die einzelnen Feeder im Stromnetz. Zur genaueren Analyse nehmen wir nun die Spannungen, aber auch die Leitungsauslastungen hier in Schritt 4 nochmal unter die Lupe. Wir machen eine statistische Analyse. Dazu vergleichen wir wieder ein Netz ohne Mess mit einem Netz mit Mess. Wir betrachten dazu einerseits die Maximal- und Minimalwerte, hier zum Beispiel für die Spannungen dargestellt, aber auch
die sogenannten mittleren Werte, die ich hier Bulk Values genannt habe. Die Extremwerte sind wichtig für einen möglichen Netzausbau, während die mittleren Werte die allgemeine Belastung des Netzes auf Dauer beschreibt. Das Ganze wird nun für alle Knoten und Kanten im Netz ausgerechnet und für 3 verschiedene Messtypen sowie 5 Strategien berechnet. Das ergibt schon sehr viele Möglichkeiten. Um diese anzusehen, habe ich diesen Plot entwickelt. Oben seht ihr die Ergebnisse für die extremen Werte und unten für die mittleren Werte. Das Ganze wird für 3 Jahreszeiten berechnet und hier seht ihr die Ergebnisse für den Sommer im August. Die bunten Balken stehen nun für die 5 verschiedenen Strategien der Mess. Wenn wir sie uns einmal genau angucken und die roten Balken außer Acht lassen, sehen wir, dass sie alle gar nicht so unterschiedlich sind. Das heißt, die Regelungsstrategien haben gar keinen so großen Einfluss auf das gesamte Netz. Bei der roten Strategie habe ich die Regelung gar nicht geändert, sondern die Platzierung im Netz. Dies wiederum bedeutet, dass die Platzierung der Mess im Stromnetz schon eine wichtige Größe darstellt. Schauen wir uns also nochmal die Forschungsfrage an. Die Beantwortung der Forschungsfrage ist daher folgende. Die Systeme haben einen unterschiedlichen Einfluss auf das Verteilnetz, aber durch ihre große Diversität besteht ein kleiner Gleichzeitigkeitsfaktor. Außerdem beeinflussen sich Einspeiser und Verbraucher positiv gegenseitig. Wärmepumpen zum Beispiel verbrauchen Strom im Winter, aber KWK-Anlagen produzieren Strom im Winter. Die wichtigsten Parameter hingegen sind weiterhin die Peak-PV-Leistung und der maximale Wärmebedarf eines Haushalts, wenn es um die Netzbelastung geht. So, das war's schon wieder für das 5-Minute-Paper. Ich hoffe, das Video hilft euch etwas, das Paper zu verstehen. Schreibt gerne Fragen und Anmerkungen in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal bei euren integrierten Energieinfrastrukturen.